Nach meinem letzten Grow in der Homebox war klar, für den nächsten Durchgang brauche ich eine flexiblere Lösung. Deshalb bin ich auf ein Zelt umgestiegen, das sich von 3 Seiten öffnen lässt. Damit komme ich endlich überall ran. Aber das bringt neue Anforderungen mit sich. Passend dazu wollte ich auch ein Scrog-Netz, das nicht starr ist, sondern sich an meinen Grow anpasst. Pflanzen jederzeit entnehmbar, Maschenweite frei einstellbar und die Spannung der einzelnen Schnüre genauso justierbar, wie ich sie brauche. Weil mein Zelt zusätzlich auf einem Rollbrett steht, relativ hoch gebaut ist und an Stabilität verliert, sobald die Hülle offen ist, brauche ich eine Konstruktion, die nicht nur flexibel ist, sondern das ganze Gestell auch noch etwas stabilisiert. Für den Rahmen verwende ich Aluminiumrohre statt Kunststoff. Durch die Spannung der einzelnen Schnüre entsteht relativ viel Zugkraft und Kunststoffrohre würden sich dabei einfach zu stark durchbiegen. Alu bleibt stabil, wiegt kaum etwas und lässt sich problemlos bearbeiten. Entweder mit einem Rohrschneider oder mit einer einfachen Säge. Im Gegensatz zu den Space Boostern aus einem früheren Video, die nur auf die Zeltstangen aufgesteckt werden, habe ich hier deutlich stabilere Eckteile konstruiert. Die halten die Zugkräfte von mehreren Gummiseilen problemlos aus. Die Geometrie ist so aufgebaut, dass die Querstangen einzeln herausgenommen werden können, ohne dass man irgendetwas am Zelt lösen muss. Das war mir wichtig, weil viele Systeme genau an dieser Stelle scheitern. Durch die Klemmung der Rohre werden sie axial fixiert. Das stabilisiert nicht nur den Rahmen, sondern auch das gesamte Zeltgerüst. Besonders nützlich bei höheren Zelten oder Setups auf Rollen. Die Eckteile gibt's passend für verschiedene Zeltstangendurchmesser. Für die Querstangen selbst nutze ich 15 bzw. 16 mm Alurohre, weil diese Durchmesser steif genug sind. Falls jemand andere Maße braucht, lässt sich das später erweitern. Zu den Haken gibt's nicht viel zu sagen. Diesmal als geschlossene Ausführung, um mehr Stabilität zu liefern. Es wird allerdings auch noch offene Haken geben, falls man nachträglich noch mehr Schnüre einziehen möchte. So kann man sie einfach aufstecken, ohne die Stange nochmal lösen zu müssen. Für das Netz verwende ich 3 mm Expanderseil. Das Material lässt sich sauber spannen, ohne durchzuhängen, und die Maschenweite kann frei gesetzt werden, genauso wie man sie gerade braucht. Die Handhabung ist simpel. Schlaufenknoten, einhängen, fertig. Die Enden verschmelze ich kurz mit einem Feuerzeug, damit sie nicht aufdröseln. Die Schnur muss selbst abgelenkt werden. Dabei unbedingt genug Länge für die Knoten lassen. Für mein 80x80 Zelt habe ich die Schnüre auf 95 cm abgelenkt. Geliefert wird die Schnur generell mit rund 20 cm Überlänge zur jeweiligen Zeltgröße, damit ausreichend Spielraum vorhanden ist. Zuerst werden die Muttern in die Kunststoffteile eingesetzt. Die Teile sind so gestaltet, dass die Muttern in Schraubrichtung fixiert sind und nicht herausfallen können. Dann werden die Ecken auf die Zeltstangen geschraubt und ausgerichtet. Am besten ausmessen, um eine gleichmäßige Höhe der Ecken sicherzustellen. Je nachdem, ob die Stangen schon passen, müssen diese noch gekürzt werden. Am besten eignet sich dafür ein simpler Rohrschneider, denn damit ergibt sich ein sauberer und rechtwinkliger Schnitt. Eine Metallsäge kann ebenfalls verwendet werden. Die Grate sollten danach mit einer Feile oder Schleifpapier entfernt werden. Dann wird die gewünschte Anzahl Haken auf die Stangen aufgefädelt und die Stangen eingelegt. Sollten nachträglich noch Haken hinzugefügt werden, gibt es auch offene Haken zum Aufklipsen als Zusatzteile, damit die Stange nicht erneut demontiert werden muss. Geschlossene Haken werden bevorzugt verwendet, da sie einfach stabiler sind. Anschließend werden die Deckel der Eckteile aufgesetzt und verschraubt. Damit sind die Stangen fixiert. Soll das Netz anschließend noch in der Höhe angepasst werden, können die vertikalen Klemmschrauben leicht gelöst werden. Das Netz lässt sich dann Stück für Stück nach oben oder unten verschieben und danach wieder fixieren. Jetzt können die vorbereiteten Schnüre in die Haken eingehängt werden. Die Haken lassen sich danach entlang der Stangen verschieben, um die gewünschten Abstände und damit die Maschenweite einzustellen. Für die Demontage sollten zuerst alle Schnüre ausgehängt werden. Erst danach werden die Deckel der Eckteile gelöst. Andernfalls können die unter Spannung stehenden Gummischnüre die Stangen aus den Halterungen ziehen. Eigentlich war ich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Konzept und dem Skript des Videos fertig und wollte das Netz filmen. Beim Aufbau ist mir jedoch sofort wieder aufgefallen, wie störend die seitlich hängende Türöffnung meines neuen Zeltes ist. Die hängt permanent im Weg und auch die eingearbeitete Schnur zum Einhängen erfüllt ihren Zweck für meinen Geschmack nicht wirklich. Also habe ich die Videoproduktion unterbrochen, um dieses Türproblem endlich sauber zu lösen. Daraus ist ein einfacher Schwenkarm entstanden, der die Zelttür über 2 Magnete fixiert. Ich nenne das Teil Grow Hinge.
Die Tür lässt sich damit wie eine ganz normale Tür öffnen und schließen und bleibt dabei zuverlässig aus dem Weg. Die Druckdaten dafür gibt es ebenfalls in meinem Patreon. Das fertige Teil gibt es im Shop. Damit ist der Aufbau soweit erledigt. An der Stelle ein kurzer Rückblick, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, solche Systeme selbst zu entwickeln. Vor ungefähr einem Jahr, am 22.12.24, habe ich mein zweites Video veröffentlicht. Darin habe ich meine Umlufthalterung für PC-Lüfter vorgestellt. Das war nie als Produkt gedacht, ich habe die Teile einfach konstruiert, um ein eigenes Problem zu lösen. Die Druckdaten gab und gibt es nach wie vor kostenlos für jeden, der sie selbst drucken möchte. Als mich dann immer mehr Leute angeschrieben haben, ob ich ihnen nicht auch solche Halterungen drucken kann, kam ich überhaupt erst auf die Idee, das als Produkt anzubieten. Später habe ich einige fernöstliche Produkte genauer angesehen und dabei schnell gemerkt, dass ich mit meiner eher kritischen Art nicht unbedingt der klassische Werbepartner bin. Trotzdem kamen mehrere Anfragen von bekannten Herstellern. Nach etwas Überlegung und nachdem ich gesehen habe, wie manche Firmen auf Reddit mit Kritik umgehen, inklusive Löschen von unbequemen Fragen zu Qualität und Kundendienst, war für mich klar, dass ich solche Produkte nicht bewerben werde. Das passt nicht zu meinen Werten und ich habe auch kein Interesse daran, Dinge schön zu reden, nur damit ein Werbepartner zufrieden ist. Deshalb habe ich beschlossen, eigene Lösungen unter der Marke Plantrain zu entwickeln. Der Anspruch ist relativ einfach. Technisch saubere und nachvollziehbar konstruierte Produkte, die, wo es sinnvoll machbar ist, in Deutschland gefertigt werden. Gleichzeitig möchte ich dabei Händler und kleinere Unternehmen aus der Region unterstützen. Und am Ende sollen die Preise fair bleiben, ohne dass bei der Qualität gespart wird. Und in genau diese Richtung fällt auch mein aktuelles Projekt, das Buttlock-Netz. Die einzelnen Komponenten beziehe ich bewusst regional. Alurohre, Expanderseil und Schrauben kommen von deutschen Händlern, die Kartons aus einem EU-Betrieb. Und die Kunststoffteile fertige ich selber hier in Deutschland. Das hat zwei Vorteile. Ich kann die Materialqualität direkt kontrollieren und gleichzeitig unterstützt man damit kleinere Händler in der Region, statt alles wie üblich zu importieren. Wer das Netz selbst nachbauen will, die Druckdaten gibt es wie immer in meinem Patreon. Und wer ein fertig montierbares Set bevorzugt, findet das Buttlock-Netz auch in meinem Shop. Links in der Beschreibung. Das war's zu diesem Projekt. Aktuell kommen Videos etwas unregelmäßiger, weil die Entwicklungen komplexer werden und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich veröffentliche die Dinge erst dann, wenn sie wirklich funktionieren. Wenn es bestimmte Ideen oder Probleme gibt, die ich mir mal ansehen soll, schreibt es in die Kommentare. Solche Anregungen setze ich bei Gelegenheit auch um. Bis zum nächsten Mal.